Ein Wort, ein Satz, eine Welt, eine Geschichte, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, ein Buch. Hallo ihr Lieben, ich dachte mir, ihr möchtet eventuellerweise mich ein bisschen kennenlernen und weil eine einfache Vorstellung ein kleines bisschen langweilig ist, dachte ich mir, ich schnapp mir meine 5 Lieblingsbücher und erzähle eine kleine Anekdote dazu. Ja, dann gab es bloß bei der Auswahl der Bücher ein klitzekleines Problem, und zwar kann ich mich tatsächlich nicht entscheiden, was meine Lieblingsbücher sind. Und dementsprechend habe ich mich jetzt für 5 entschieden, mit denen ich einfach irgendwas verbinde. Und dann sehen wir mal, was wir alles rausbekommen. Ihr seht schon, die 5 Bücher stehen hier. Und hier kommt noch ein kleiner Bonus in Manga-Form. Aber dann fangen wir gleich mit dem ersten Buch an. Und zwar ist das erste Buch Eragon, das Vermächtnis der Drachenreiter. Und ich habe das Buch relativ oft gelesen. Das erste Mal tatsächlich ausgeliehen aus einer Bücherei. Und das hier hat mittlerweile auch schon ein bisschen was abbekommen. Ja. Und dieses Buch, zudem gibt es eine sehr lustige Geschichte. Das war vor ein paar Jahren. Und ich habe es halt damals gelesen. Und wie gesagt, ich mochte das Buch immer sehr, sehr gerne. Ich habe es immer sehr, sehr gerne gelesen. Und irgendwann hat meine Mom nach mir gerufen. Und hat nach mir gerufen. Und also ich war in meinem Zimmer und habe halt gelesen, auf dem Bett liegend. Und ich habe halt nicht reagiert, wenn meine Mom gerufen hat. Und irgendwann kam meine Mom dann zu mir ins Zimmer und hat mich scheinbar angesprochen. Ich weiß nicht mehr, welche Stelle es war in diesem Buch. Aber meine Mom musste mich schlussendlich anschreien, dass ich ihr wieder Aufmerksamkeit schenkte. Weil ich das einfach nicht mitbekommen habe. Weil ich dieses Buch so extrem, ja, nicht unbedingt gesuchtet, aber ich war so dermaßen vertieft in dieses Buch. Und ich mag das Buch heute immer noch extrem gerne. Und ich muss es demnächst tatsächlich mal wieder lesen. Und dann geht es weiter mit einem Buch, das eigentlich jeder kennt. Und zwar Harry Potter. Und ihr seht die anderen auch im Hintergrund. Das Problem hier ist, ich kann mich nicht entscheiden, welchen Teil ich am liebsten mag. Das ist unmöglich für mich. Stellvertretend habe ich jetzt der Harry Potter und der Halbblutprinz rausgetan. Und ja, dieses Buch hat mich tatsächlich begleitet, so ein bisschen in der Zeit, wo ich so alt war wie Harry Potter, in den Büchern. Und ich kann mich noch erinnern, mein Dad hat die Bücher. Und er hat immer so gemeint, ja, so alt wie du bist, das darfst du, so alt wie du bist und Harry in dem Buch ist, wenn das gleich alles darfst du das lesen. Das hat zwar keinen Sinn gemacht. Und dann habe ich mir irgendwann, weil ich habe den 3. Teil fertig gelesen gehabt, und dann habe ich mir nachts heimlich den 4. Teil geholt und den 5. und ich konnte es nicht erwarten, die anderen Teile zu lesen. Ja, und dann vor ein paar Jahren habe ich mir den Blog dann geholt und durfte im Nachhinein feststellen, dass hier Zaubersprüche draufstehen. Auf jeden Fall auch ein Buch, das ich extrem gerne gelesen habe. Jetzt gehen wir weiter mit einem Buch, das ja so das erste Buch dieser Art in meinem Regal war. Und zwar aus dem, ist das ein Genre? Aus der Kategorie Boys Love. Und
ich hatte davor hauptsächlich Fanfiction in die Richtung gelesen. Irgendwann habe ich gesagt, bestell dir doch mal ein Buch. Das war das erste, das ich bestellt habe. Ich habe dann noch ein zweites mit dazu bestellt tatsächlich. Und meine ersten Mangas in die Richtung. Ja, aber das ist dann auch tatsächlich das erste gewesen, was ich gelesen habe. Und ich fand es halt extrem schön, wie es beschrieben wird und dass eben der Ruben, also der Hauptcharakter, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich das Buch bestimmt schon um die 30 Mal gelesen. Vielleicht 25, um es nicht zu übertreiben, aber ich habe es wirklich schon sehr oft gelesen, einfach weil die Geschichte einfach super ist und ich die Autorin sowieso super finde. Kommen wir wieder in die normale Sparte? Nein, in die Göttersparte. Und zwar mit Percy Jackson. Ich habe hier auch nur einen Band stellvertretend. Tatsächlich ist das, glaube ich, mitunter der Band, den ich am liebsten mag. Ganz sicher, nein, eigentlich nicht. Eigentlich mag ich den 5. am liebsten. Und dann den Folgeteil, wo es dann nicht mehr Percy Jackson, sondern Helden des Olympus heißt. Ich nehme jetzt mal alle 10 Bücher sind es, glaube ich, unter einem Hut zusammen. Es geht halt um die griechischen Götter und dann um die griechischen und römischen Götter, die im Prinzip die gleichen sind in den Büchern. Und ich mag das einfach, weil ich so Göttergeschichten sehr faszinierend finde. Und Griechisch, Römisch hat mich schon immer interessiert, vor allem die griechischen. Dieses Buch ist für mich, ja. Und dann gehen wir über zum nächsten. Das ist nochmal am Cover schwer zu erkennen. Das ist nochmal ein Boys Love Roman. Das ist nämlich der zweite, den ich mir damals mit Vorsicht, Nachsicht gekauft habe tatsächlich. Und ja, ich mag die Geschichte, die von einem Koch erzählt. Mittlerweile lese ich das auch sehr, sehr häufig. Also das ist... Und ich meine, Kochen ist sowieso was Cooles. Und weil es sonst langweilig wäre, habe ich als kleinen Bonus jetzt eins meiner liebsten Mangas dabei. Und zwar ist das Kleiner Schmetterling. Und ja, es ist ein Boys Love Manga. Aber das war mein erster Manga tatsächlich. Und den habe ich auch ungefähr um den Dreh rum wie diese beiden bestellt. Ja, das sagt viel aus, denke ich. Ich glaube, das war einer der Umbrüche in meiner Lesephasen, was auch immer. Ihr könnt mir gerne reinschreiben in die Kommentare, was ihr denkt, was ich für ein Mensch bin, was ich vielleicht noch für Bücher lese. Und rein theoretisch habe ich geplant, dass ich vielleicht nochmal 1, 2 oder 3 Videos in die Richtung mache. So ein bisschen Bücher, mit denen ich irgendwas verbinde, die irgendwas von mir widerspiegeln oder so. Damit ihr mich vielleicht ein bisschen besser kennenlernt. Und was ich mir gedacht habe, ihr könnt mir natürlich gerne in die Kommentare unten auch eure Lieblingsbücher schreiben und was ihr damit verbindet, weil mich das natürlich auch extrem interessiert. Und dann würde ich tatsächlich sagen, war's das für das heutige Video. Und dann hoffe ich, sieht man sich im nächsten Video. Bis dann. Ciao.